Alrighty then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Shakes and Fidget mit mir und Basti und heute mit einer neuen Folge vom Server, den ich heute Abend, als ich von der Arbeit zurückgelaufen kam, in 10 Minuten, liebend gerne dich genannt habe, weil es einfach so kalt war. Und zwar mit einer neuen Folge Place to Watch. Yay! Vorher machen wir aber noch eine kleine Analyse, denn da gibt es ein bisschen was zu erzählen über den Shakes and Fidget Discord. Und Gildenvergleich machen wir hier in dieser Folge nicht. Das werde ich mir aufbewahren. Der Server ist aktuell grob 5,5 Monate alt. Er wird zum 9. Januar, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 6 Monate alt. Spätestens zu dem Zeitpunkt werden wir speziell nochmal die Gilden einfach vergleichen und darauf anspielen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Hier jetzt aber wird es den Rahmen sprengen und passt irgendwie auch nicht nach 5,5 Monaten grob, ne? Deshalb machen wir nur die Analyse und dann halt vor allen Dingen die Players to Watch. Und ich fange einfach mal an, denn seitdem wir das letzte Mal drauf geguckt haben, das war kurz vor Halloween, ist halt wirklich ein bisschen was passiert. Fangen wir mal an. Am 29.11. hat Hollywood den Rekord gebrochen, das Dämonenportal der Gilde am schnellsten zu beenden. Nach 144 Tagen haben sie es geschafft, das Portal zu finishen. Wo wir bei den Störtingen jetzt gerade bei Akt 4, 1 von 10 sind, was auch nicht schlecht ist. Ne? Nach 144 Tagen, deshalb muss man erstmal wirklich GZ sagen. Ich weiß nicht, wie der Rekord vorher war. Also wie viele Tage schneller die das geschafft haben. Ja, ob das so schnell auch wieder eingeholt wird von anderen Gilden, ne, auf W52 zum Beispiel, ihr habt selber in der Hand. Also 144 Tage braucht ihr das so. Okay, das war jetzt ein Gildenrekord, ja, aber gehört halt auch jetzt quasi in die Serveranalyse, ne? Dann Halogen broke the record of fastest Twister finish with Berserker Class on Server W50. Er hat also den Wirbelsturm nach 148 Tagen als Berserker am schnellsten gecleant. Also alle 1000 Etagen geschafft. Ne, merken wir uns mal, Halogen. Dann am 16.12., das ist also ein paar Tage erst her, hat Mr. Grimm einen Rekord gebrochen, und zwar nach 161 Tagen Level 400 zu werden. Und damit hat er nicht nur den Berserker-Rekord gebrochen, sondern den All-Time Any-Class-Rekord. Seit Beginn der Aufzeichnung hat es kein Spieler geschafft, das schneller zu erreichen. 161 Tage, Level 400. Das sind eben knapp ein bisschen mehr als 5 Monate. Wir haben es ja schon gesagt. Also 5 Monate und ein paar Tage hat er dazu gebraucht, Mr. Grimm. Und wir haben aber noch einen Eintrag. Und, hey, warte mal. Ah, krass. Ja, genau. Man muss es erstmal genau lesen, weil das immer so gleich aussieht. Und zwar hat er auch einen Level 400 Rekord geknackt, aber halt nur den des Scouts, also vom Kundschafter. Er hat 2 Tage länger gebraucht als Mr. Grimm, Level 400 zu erreichen. Das hat bisher noch kein Kundschafter schneller geschafft. Und er hat gleichzeitig auch als Kundschafter am schnellsten den Wirbelsturm erledigt, nämlich auch nach 163 Tagen. Das heißt, mit Abschluss der 1000. Etage im Wirbelsturm hat Flacco Level 400 als Kundschafter erreicht. Also wenn ihr das auch mal erreichen wolltet, müsstet ihr das mindestens wahrscheinlich genauso schaffen. Aber das sind schon also krasse Leistungen. Gerade der Kundschafter, das sind nur 2 Tage bei Level 400. Ja, beim Twister sind es ja 15 Tage, wenn man bedenkt, dass Halogen den schon Ehren geschafft hat, mit 148. Vielleicht hat Mr. Grimm den auch fast ähnlich schnell geschafft, das wissen wir jetzt nicht. Aber ja, da hilft es nicht nur anfänglich zu pilzen, sondern muss man auch im späteren Verlauf pilzen. Und es ist natürlich denkbar, dass er auch den legendären Dungeon zur Hilfe genommen hat, um das zu schaffen. Denn immerhin war es ja nun mal seit wann ist das eigentlich möglich? Ich glaube seit dem 16. Dezember, 17. Dezember. Das heißt, der Eintrag von Lacko passt dazu noch, von Mr. Grimm nicht. Da war der legendäre Dungeon noch nicht dabei. Aber es geht noch weiter. Denn Pikachu hat
Level 400 Rekord mit dem Druiden auch 163 Tage, genauso wie Flacco hat er das geschafft. Und ja, jetzt kommen auch nochmal andere Rekorde auf Level 2, W52. Da werden wir natürlich im entsprechenden Part drüber sprechen. Aber Pikachu und Flacco quasi als zwei verschiedene Geschickklassen haben 163 Tage gebraucht. Pikachu weiß man ja auch, dass er sehr viel Effort in den Server reingesteckt hat. Ne? Also, dass da ein paar Rekorde springen. Also, der Server, der könnte natürlich dann auch langfristig bei den 500er Level-Rekorden. Da werden jetzt auch einige Einträge noch folgen in nächster Zeit, aber ich denke mal in 1, 2 Jahren, also tendenziell eher in 2, wenn das soweit ist bei W50. Ja, vielleicht 1,5, wer weiß, was noch kommt alles. Könnte sein, dass da auch dann W50 des Öfteren zu finden ist, wenn natürlich die Spieler alle auch weiterspielen. Das ist halt die Grundvoraussetzung. Genauso ist es auch Grundvoraussetzung bei den Players to Watch, ja. Wenn man da dabei sein will, weiterzuspielen. Und deshalb gucken wir uns jetzt jeden Spieler nochmal an. Ich habe meinen alten oder meinen letzten Part, ihr seht es nicht, aber ich habe den irgendwo offen, damit ich einen groben Vergleich habe zum letzten Mal. Und ja, Affenkopf 3, da fangen wir an. Er hat seit, ja, also das sind nicht ganz 2 Monate, also 7 Wochen, hat er 34, nee, Quatsch, 29 Level gemacht. Also Prophecy mit Level 272 Battle Mage weiterhin aktiv am Start. Das gefällt mir, das ist auf jeden Fall Free-to-Play. Ich hoffe, er hat mittlerweile einen Festungspartner gefunden. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Dementsprechend wunderschön. Ich meine, der Server, der lohnt sich auch weiter zu spielen, ist einer der aktivsten Server. Natürlich ist der Server noch nicht mal ein halbes Jahr alt, trotzdem ist er noch sehr, sehr aktiv, also wirklich überdurchschnittlich aktiv. Sowohl in der Player-Ehrenhalle als auch in der Ehrenhalle der Gilden. Ja, dann haben wir Agent. Der war bei der Holzfäller Hütte, hat dann aber anscheinend nicht mehr wirklich weitergespielt, ist mittlerweile nach einem Level mehr inaktiv gegangen. Ja, da keinen großen Hehl wahrscheinlich drum gemacht, den müssen wir rausnehmen, den Kollegen. Kommen wir zu Avox, der sieht noch aktiv aus. Ja, der sieht wirklich noch aktiv aus. Er hat 21 Level zum letzten Mal gemacht. Er hat hier schon den ein oder anderen das ein oder andere legendäre Item, ja, bekommen. Und das nö, ist ja komplett, oder? Fruit Bombers Barrel Set, das ist ich habe halt selber noch nicht mal alle Items gesehen. Head of Green Hell. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, Quatsch, hier. Das sind die neuen. Anhand der Werte kann man sich natürlich orientieren. Also hier hat er auf jeden Fall 4 neue Items, 5 neue Items hat er bekommen. Hier fehlt es noch. Ich glaube, die Waffe ist auch alt. Oh, sorry, ich musste mich erstmal gerade ein bisschen reinversetzen. Aber das heißt nicht, dass er die nicht noch kriegt demnächst. Wir wünschen Avox dahingehend, also Avox mit einem X, dahingehend viel Glück. Er hat jetzt auch einen Dungeon Stop gemacht. Okay, naja, dann gibt es irgendwann mal einen größeren Levelsprung in den Players to Watch, könnte man denken. Dann gibt es aber auch noch den Avox mit 2x. Der ist immer noch auch bei The Prophecy, hat auch 21 Level gemacht. Hier sehen wir keinen aktuellen legendären Gegenstand. Aber da kommt vielleicht auch noch einer. Also wenn er möchte. Ne? Ja, genau, das war der Avox mit der schönen Story. Ne? Das vergisst man einfach mit der Zeit, wenn man nicht immer wieder selber drauf guckt. Dann kommen wir mal zu Bifrozen. Bifrozen hat 19 Level geschafft zum letzten Mal. Immer noch bei Rising Star aktiv. Ja, wie das auch. Und er hat auf jeden Fall den Elbenmantel. Das ist aktuell. So, das sieht nach Free-to-Play-Run auch aus. Ja, wir sind auch wieder sexy. Wunderschön. Dann Darling, der ist natürlich immer noch bei den Störtingen, ist zwar nicht mehr, also ich weiß nicht seit wann jetzt genau, nicht mehr der Leader, aber immer noch Offizier und spielt, ja, es spielt sein Ding weiter runter. Krieger auf 341, das waren zum letzten Mal
auch 21 Level. Irgendwie sind die Level fast sehr identisch bei vielen. Finde ich irgendwie sehr witzig. So, dann kommen wir zu David. David war 311, ist 319, aber inaktiv. Also er hat ein bisschen noch mehr gespielt als Agent, den wir rausgenommen haben. Aber David, mach's gut. Schön, dass du kurzerhand mal da gewesen bist. Double Trouble hat 24 Level gemacht. Hat die Halfling-Slippers, den Elbenmantel. Das ist ein altes Epic Winged Crown. Oh, warte mal. Das müsste auch aktuell sein. Die Magic Pipe. Und, oh, er hat Nee, warte mal. Nee, Excalibur ist auch die alte Waffe. Ist nicht die neue Waffe. I believe. Ja, auch von den Werten her passt das. Ja, der ist auf jeden Fall gut dabei. Hat natürlich das Problem, dass er auch 2 Waffen hat. Aber er hat zumindest immerhin, also anders als mein Assassine, das schon mal eine Legi-Waffe bekommen. Das dementsprechend ist es auf jeden Fall ganz nice. Und 26.000 plus spendbare Pilze. Das ist, na, wenn man es jetzt mal durch Monate teilt, 100 Euro im Monat. Rechne ich mich jetzt? Ein bisschen mehr. Da ist moderat. 365 ist kein schlechtes Level, wenn man bedenkt, dass die Besten ja knapp über Level 400 sind. Ne? Also das zeigt aber auch, wie stark der Server ist. Ne? Also wenn man mit den Pilzen, ich weiß nicht, in welchem Rangbereich er jetzt gerade unterwegs ist, ob das so jetzt wirklich den Skills entspricht, aber ja. So, der Kollege hier, 1964, den habe ich lange mitgeschleppen. Den müssen wir jetzt rausnehmen. Leider wird das Projekt nicht weitergeführt hier, was ein bisschen schade ist. Hätte jetzt sehr, sehr gut ausgesehen, wenn man das einfach hätte auch sehen können. Ja, also das ist halt tatsächlich schade. So, kommen wir mal zu Esther. Esther ist jetzt bei Revine 420, war bei den Shadowhunters davor. Bei Esther muss ich mal lachen. Also was heißt, ich denke dann immer an einen professionellen PUBG-E-Sportler, der eigentlich auch so heißt, aber ich glaube, da ist noch ein Haar in der Mitte. Aber auch ein Asiate in einem Team, was eines der stärksten Teams ist. Er hat ein paar Level gemacht, wenn auch nicht viel. Also hier weiß ich jetzt nicht ganz, das sind 8 Level. Also wenn er spielt, dann wahrscheinlich eher jetzt sehr, sehr pilzsparsam. Und dann dauert das natürlich auch eine Weile. Oh, er hat sogar geschrieben, er war der Gründer von Shadowhunters, wurde wegen Zeitmangel gekickt. Also okay, dass man nicht mehr der Leader ist ja okay, aber dass man dann... Ja gut, wenn man jetzt sehr mega inaktiv ist, kann natürlich sein, ne, dass er auch eine Weile inaktiv war. Wissen wir jetzt nicht. Esther, falls du das hörst, gib uns gerne mal Feedback. Ja? So, dann muss ich jetzt mal langsam bisschen weitergehen bei meinem alten Video. Mann, das sind ja viele noch, die hier kommen. Also auf dem Server immer extrem. Ich freue mich tatsächlich auch, wenn mal der ein oder andere inaktiv ist. Kappa. Ist ein bisschen entspannter so. Jetzt mal zu Fräulein Haut drauf, was kein Fräulein ist tatsächlich. Hat 21 Level gemacht. Aber hier ist auch für alles Full Legendary. Wenn auch nicht alles ganz aktuell. Mithril Chain Maul. Okay, Winged Crown. Okay. Ich weiß tatsächlich nicht, was jetzt alles neu ist. Wobei Mithril müsste ja... Nee, dann muss... Also Elbenumhang oder... Nee, Moment, das ist ja auch eine andere Klasse. Also ich bin da... Also bei den Legis tatsächlich... Ich interessiere mich eigentlich auch immer überhaupt nicht für Skins in vielen Games. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich da nicht so optimal informiert bin. Ich kann mich nur anhand der Werte orientieren. Ja, ich bin zahlenorientierter Spieler. Das sind neue Epics. Hier weiß ich es tatsächlich. Neu. Beziehungsweise also hier auf jeden Fall weiß ich es. Magic Pipe. Wundert mich nur immer über dieses Set, was hier geschrieben wird. Naja, egal. Also auch sehr starker Battlemage nach wie vor. Spielt auch hier in einem guten Rangbereich mit. Im Herzen halt bei Olympia. Einen Tag lang keine Alu gespielt. Oh, okay. Das ist unverteidigt. Das passiert auch mal. Also das Gute ist, dass man ja zumindest ein bisschen was ausgleichen kann durch die Zeitmaschine. Ich habe die auch immer gefüllt mit Pilzen. Ja, kommen wir mal zu Grebo. Grebo war 352, hat also auch 22 Level gemacht. Hier haben wir auch ein paar aktuelle Legis schon drin. 2 Stück habe ich jetzt gesehen. Ja,
Also vielleicht ein bisschen am Pilzen. Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit. Schöner Spruch an der Stelle. Solide Spieler und unterstützt natürlich dabei auch die Holzfällerhütte, also ganz nice, kann er weiter so machen. Dann haben wir Klößchen. Klößchen hat fast 30 Level gemacht. Der ist vorgepusht. Rising Star, nach wie vor sein Team. Er macht dem Namen auch alle Ehre. Er hat ein aktuelles Legi-Item. Ja, ich glaube, ja, der Rest ist älterer Natur. Hat er hier was Schönes noch reingeschrieben? Nice, er grüßt mich immer noch. Das ist hübsch. Oh, der hat sogar aktuellen Mushroom Sport drin. 20.12. Mushroom 6. Guck mal, wir hatten von den Assassinen mit Mushrooms Paid 26.000 plus. Und er hat 7.000 Pilze. Klar, man muss sagen, es sind ein paar Codes. Also auch seit W50 existiert, sind ja ein paar Pilzcodes auch. Beziehungsweise hat man auch im Stream bei Shakes Fit was gewinnen können. Das heißt, diese Ansage ist eh mal ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, klar, er ist Berserker, er kommt leichter durch die Dungeons. 362 mit dem Pilzeinsatz. Das finde ich schon wirklich nicht schlecht. Also, wenn man. Es ist ja im Monat, sind es ja nicht mal 40 Euro knapp. Ne? Also, das, ja, würde ich sehr stark loben, ja. Das kann man so sagen. Und, gucken wir mal bei Let's Runes. Der hat nämlich auch 20 Level gemacht. Nach wie vor der Holzfäller Hütte. Oh, ja. Was ist denn der bei mir? Habe ich den noch nicht. Krass. Da haben wir hier Schmollums Mantel, ja, genau. Der ist auf jeden Fall ein neues Item. Sehen wir auch an den Werten 570. Das hat er auch wieder bekommen. Das haben wir ja viele bekommen. 2 aktuelle Epics. Denke mal, vielleicht ist die Waffe auch neu. Aber halt keine Legi-Waffe. Ne? Also das könnte sein. Hier Let's Runes spielt natürlich auch sehr hohen Rangbereich mit. Hat auch dementsprechend sehr starke Werte. Und Icewater Turned Atlantic. Okay, alles klar. Wissen wir Bescheid. Danke für diese Info. Ohne der wäre es jetzt hier ganz, ganz schlecht gegangen. Ja. So, dann haben wir warte mal, wen haben wir denn jetzt hier eigentlich? Mr. Fluffy. Mr. Fluffy Junior. Den hatte ich ja gar nicht drin beim letzten Mal anscheinend. Haben wir den neu reingenommen. 388. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Spielt bei Hollywood. Ist Rang 9 auf dem Server. Und er ist, glaube ich, schon komplett auch, ja, full legendary. Der hat sich da nicht lumpen lassen, ja. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, das ist die neue Waffe. Halfling Slippers. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. War mal nichts an und das war so nicht, dass alle Leute gestorben sind. Ende. Mr. Fluffy 388. Er geht ordentlich ab. Der geht richtig gut ab hier. Den müssen wir uns wirklich aufbewahren. Ich weiß nicht, ob er einen Namen geändert hat oder ob ich ihn gar nicht in der Liste drin hatte. Ich sehe ihn zumindest nicht in der letzten Übersicht. Ja. Da kommt nämlich NK 485. Der war damals bei der Holzfäller. Hat 31 Level gemacht. Ist auch nicht zu vernachlässigen. Und als Druide stark dabei. Hier gibt es aber anscheinend keine legendären Dungeon-Items, beziehungsweise nichts Aktuelles. Das ist schon ein bisschen älter, würde ich mal meinen. Dementsprechend, ja, vielleicht ist er gerade noch dran am Run oder macht es nicht. Wissen wir nicht. Mal hier irgendwas. Er liebt das Silverplayer. Ja, das Silverplayer, den lieben wir doch alle. Den lieben wir noch alle. Gehen wir mal weiter am Text. Kommen wir zu Nocto. Nocto bei Memento Mori. Uff, Nocto hat aber auch fast 70 Level gemacht. Halleluja, Nocto. Also, was hast du da gemacht? Hast du alle Dungeons erledigt, oder was? Ja, da ist ein bisschen was passiert, ja. Kosten 630 Euro. Hier zum Beispiel wieder, ne? Er ist vom Level her niedriger. Er ist auch Assassine wiederum. 21. Also das ist halt krass, ne? Muss man überlegen. Der eine hat nur fast, also 7.000, also ein Drittel davon bezahlt. Und das kann schon auch vor allen Dingen an der Klasse liegen, aber es liegt auch immer auch daran,
wo man Pilze ausgibt, ne? Also wo man verschwenderisch ist, wo man sehr effektiv ist. Ich bin ja eher ein Beispiel für verschwenderisch. Also in der Theorie bin ich sehr effektiv, in der Praxis bin ich sehr verschwenderisch, ja. So, jetzt kommt Reza. Genau, Reza war bei Crit Happens, ist es jetzt nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr gut genug gewesen. Hat trotzdem 20, 22 Level gehabt. Er hat sicherlich seine Gründe gewechselt zu haben. Vielleicht war er auch mal inaktiv eine Weile oder hat gesagt, ich schaff's nicht mehr. Wir wissen es alle nicht, aber er hat zumindest Bock auf die Legis gehabt. Das kann man schon mal so sagen. Also als Krieger ist er hier schon relativ flüssig equipped. Ja. Was das betrifft. Also hat er sich nicht lumpen lassen. So. Ne? Genau. Im Übrigen fällt mir gerade auf, gab es ein Update zu Shakes Fidget. Aber keiner weiß so richtig, Stand jetzt, was da passiert ist. Also leider wurde nicht der Bug gefixt, dass man bei Steam das nicht einstellen kann mit dem Cursor. Wobei ich sagen muss, ich würde den Cursor auf jeden Fall so lassen, wie es ist. Das macht schon eigentlich Spaß so. Man sieht auch als Zuschauer besser, was hier passiert. Gehen wir mal weiter. RS6 schmeckt bei den Hungry Hippos war er gewesen, ist er immer noch, hat 26 Lego gemacht. Und auch hier sehen wir schon ein paar aktuelle legendäre Items. Und auch nicht wenig. Hier komplett 6 Stück. Ja, 6 Stück, also ist gut dabei. Gut dabei. Vielleicht schafft er alle. Ja, also Skirr, sagen wir dazu. Oh, da kommen wir natürlich jetzt auch zu einem Spieler, den ich immer wieder nur sehr gerne lobpreise. Taube, Liquid Happens. 19 Level gemacht. Hier haben wir alles recht aktuelle Epics, aber was ist los hier mit den legendären Dungeons? Erzähl mal. Spielt als Krieger mit 385 auch sehr weit oben mit. Auch von den Skills her. Klar, er hat mehr Ausdauer geskillt als manche anderen, die mehr Stärke geskillt haben. Also das gleicht sich ein bisschen aus. Stark dabei oben, definitiv. Dürfen wir gar nicht niedrig genug bewerten. Ja, so, dann kommen wir mal her. Ich mache mal hier wieder ein bisschen hoch. Da kommt Universe jetzt als nächstes. 394. Immer noch oben auch dabei, wenn auch nicht mehr ganz an der Spitze. Besitz 131k von 500k Mushrooms. Weiß nicht, wie aktuell das jetzt ist. Aber ganz klar ist, okay, er hat 6000 Skills und auch 4000 Ausdauer. Also das ist nochmal ein Unterschied zu Taube. Muss man auch mal sagen. Hier haben wir aber auch komplett aktuelle legendäre Gegenstände gefunden. Also der ist da auch schon vollkommen durchgegangen und behauptet natürlich damit auch einen Platz weit oben in der Ehrenhalle. Ja, schöne Sache. Also ist ja auch schön, dass das auch langfristig mit dabei ist und den Server halt auch stärkt. Ne? Das muss man halt auch immer sagen. Ja. Vedox kommt als nächstes. Ja. 23 Level sehe ich da. Zum letzten Mal bei Crit Happens. War dann aktiv dabei. Auch wunderbar. Auch wegen Battle Match. Er ist ja Longtime Player. Wie gesagt, Vedox. Da würde ich alles ins Feuer legen. Genauso wie bei Taube. Also wenn man die Spieler in der Gilde hat und die schon so mitspielen, dann bleiben die auch. Hier ist jetzt auch eher so die Sache wegen den legendären Dungeon. Weiß ich nicht, inwiefern der das jetzt spielen will. Hat das früher auf jeden Fall gemacht. Vielleicht macht das auch hier noch. Weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir es ja noch mit, wenn wir das nächste Mal reingucken. So, nach Vedox kommt Visigoth. Und Visigoth hat die Gilde gewechselt zum letzten Mal. Hat ein Level gemacht. Definitiv ein Players to Watch. Aber als Free-to-Play-Spieler zum letzten Mal auch nur ein Level gemacht, wie sie? Was ist da los? Ich lasse dich mal noch drin, aber ich habe ein paar Vibes, dass wir ihn wahrscheinlich beim nächsten Mal rausnehmen müssen. Es sei denn, er schwenkt nochmal um und spielt weiter. Und ja, jetzt kommt auch nochmal Spieler, die ich mir sehr gerne angucke, der freut sich auch schon drauf. Ja, Waldemar, 40 Level gemacht, immer noch bei Olympus. Ja. Er hält die Waage bei Olympus recht, er hält das alles hier beisammen.
Ja, dann gucken wir mal. Ältere legendäre Items sehen wir hier. Aber er hatte auch schon ein bisschen was geschrieben zu seinem Pilzeinsatz, wobei ich mich jetzt tatsächlich dann frage, du hast doch jetzt schon Runs gemacht, aber ich sehe jetzt hier gar kein legendäres Item. Bin ich da jetzt ein bisschen perplex oder was? Hattest du nicht schon geschrieben, dass du was gemacht hast? Warte mal. Hast du schon wieder vergessen? Was hast du denn geschrieben, Kollege? Du hast geschrieben, dass. Warte mal, jetzt lese ich das nochmal. Das lese ich mir nochmal durch. Ach nein, das hast du auf dem englischen Video von mir gestern geschrieben, also einen Tag zuvor. Alrighty then, and a very warm welcome to another Shakespeare Fidget video in English. Hast du einen Run gemacht? Mindestens. Weil jetzt erzähl mal. Das will ich jetzt mal wissen. Ja, du bist jetzt für mich Waldi. Ich check das gerade nicht. Oder ist das ein legendäres Item? Ich kenne mich halt auch wieder null aus in dem Thema. Ich habe noch nicht mal mehr gemerkt, welche Klasse. Ich dachte, der ist ein Battle Mage, oder? Battle Mage. Okay, da muss ich da gucken. Nee, warte mal. Nee, hier muss ich gucken. Battle Mage kriegt ja. Ich weiß noch nicht mal, an welcher Stelle die Hüte sind. Das ist halt wirklich nicht mein Fachgebiet, ne? Nein, hier, das ist kein legendäres Item. Also, wer das auch immer denkt, der ist nicht sehr clever. Aber erzähl mal, das will ich jetzt mal wissen, die Story nochmal. Was ist mit dem legendären Item passiert, was du ja eigentlich irgendwie haben musst? Was ich aber nirgendwo hier sehe. Oder hast du mich verarscht? Ich hatte es, unwissend zu sein, oder wenn ich was nicht weiß, einfach, ja. Was ja letztendlich auch das gleiche ist. So, dann gehen wir mal zu Yuka rüber. Yuka hat auch 21 Level gemacht. Zum letzten Mal hier sehen wir auf jeden Fall ein paar aktuelle und ein paar ältere legendäre Items. Da sieht man auch mal den Wertunterschied dennoch. Also wenn man halt ein paar Level gemacht hat, dann auch definitiv lohnenswert. Lustig ist, dass er genau das neu hat und das nicht neu ist, aber auch die neue Waffe dabei. Spanne, ja, denke ich, ist okay. Ne? Hätte vielleicht ein Ticken noch besser sein können, aber Yuka spielt er auch sehr gut mit, um Top 100 Contender zu sein. Also das ist natürlich auch ein gutes Ziel auf diesem sehr starken Server. Er hat 36.021 Epics. Ja, das würde ich dir jetzt aber nicht glauben. Ja? Leider kann ich dir das nicht glauben. So, Zekerek, zum letzten Mal war er ja nicht mehr aktiv, wie es aussieht. Das ist natürlich schade, auch ein Spieler der alten, zumindest vom Namen her, alten S23-Reihe. Müssen wir jetzt rausnehmen, leider. Naja, gut, ist dann halt so, ne? Und dann der Silverplayer, der bei Rising Star auch zum letzten Mal 29 Level immerhin gemacht hat. Zwar jetzt nicht auf Legi-Trip ist, komplett, aber vielleicht kommt da auch noch was im Laufe dieses legendären Dungeons. Die Ansage weiß ich jetzt nicht, wie alt die jetzt ist. Aber, naja. Ist halt auch Krieger, dann ist das Level ein bisschen schwerer. Es sind aber trotzdem ein paar Level gewesen. Also ich kann jetzt echt nicht so einschätzen, wie pilzintensiv das war bei ihm. Dass er Pilze ausgeben kann und effektiv spielen kann, das ist eigentlich klar. Das hat er auf anderen Servern gezeigt. Aber ich kann es echt nicht so einschätzen tatsächlich. Ja, also ich denke mal, dass da schon natürlich Pilze geflossen sind, aber wie viel? Boah. Nee. Also bei manchen Spielern hat man so ein Gefühl oder bei manchen Chars. Aber hier habe ich das gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hey, wir sind schon durch. Ja. Und im Groben kann man sagen, dass glaube ich noch, also vom Moment an, wo ich das erste Mal
Players to Watch auf dem Server gemacht habe, sind sicherlich noch über 2 Drittel der Spieler aktiv. Oder annähernd 2 Drittel. Das ist auch toi toi toi, ne? Das kann man nicht erwarten. Also wenn ich jetzt auf jedem Server eine Players to Watch gemacht hätte in dieser Art, aber wie gesagt, wir brauchen nicht drum herum. Der Server ist halt, ist halt nicht umsonst auch ein Jubiläumsserver, ja. Der ist stark, ne? Wir sehen 2 Spieler auf 400 immer noch. Ja, da ist jetzt nicht viel passiert seitdem. Aber was soll da auch noch passieren? Wir haben auch 3 Spieler auf 400, genau, sorry. Mr. Grimm ist sogar schon wieder weiter, weil er vielleicht nochmal einen Dungeon mehr geschafft hat. Ist denkbar. Immerhin ja Berserker. Ja, es könnten sogar 2 gewesen sein. Auch ganz viele Spieler in einem hohen Levelbereich. Also, das ist schon wirklich eine Hausnummer, ja. Wie weit ich runterscrollen muss, um Spieler zu finden, die nicht Level 300 zerpasst haben, ja. Hammer. Guckt euch das an. Was? Selbst im 2000er-Bereich sind noch Spieler um 300. Gut, sie sind vielleicht nicht alle mehr aktiv. Sie sind vielleicht nicht mehr alle aktiv. Aber um Level 300 irgendwie zu erreichen, es ist Free-to-Play möglich. Deshalb, stimmt, ich schaue, was ist mit Tobi? Tobi hat mir nicht geschrieben, den Tobi gucken wir uns auch nochmal an. Ich habe ihn gar nicht in der Liste drin. Vielleicht habe ich es vergessen. Ich war mir nicht auch der Meinung, ich hätte vergessen, mal jemanden aufzunehmen. Tobi, da kommst du jetzt nochmal dran. Bei den Störartigen. Er ist Level 314 und auch komplett Free-to-Play, hat er gesagt. Und das würde ich ihm auch abnehmen, weil die Entwicklung, das passt einfach. Man sieht ja die Level auch so und auch von den Items her, das passt. Also es ist möglich, Free-to-Play in dem Spiel über Level 300 zu kommen, was vor ein paar Jahren nur als Pilzer innerhalb eines Jahres möglich war. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge noch zergehen lassen, ja. Also, ne, ich bin ja auch jemand, der immer gerne mal, ja, was heißt, ich schimpfe nicht, aber ich erwähne gerne, dass gewisse Sachen für Free-to-Play-Spieler theoretisch besser sein könnten, aber im Prinzip haben die auch so viel von so viel Updates profitiert. Ja, wenn man mal die Free-to-Play-Spieler vor 4 Jahren nimmt oder vor 5 Jahren, ja, die würden sich auch denken, boah, die Free-to-Play-Spieler heutzutage haben es aber richtig gut. Und da muss ich auch mal sagen, muss man da das auch Player wieder zugute heißen. Ja, weil es ja oft im einzelnen Feature in der Analyse, also nicht immer, aber manchmal kommt es ja dazu, dass ich sage, naja, man könnte für den Free-to-Play-Spieler noch dies oder das machen. Aber eigentlich haben die wirklich auch sehr viel profitiert von der ganzen Entwicklung. Und das ist auch mal schön zu sehen an solchen Beispielen. Ne, Level 300 war halt früher, wenn man aus der Schiene kommt, wenn man von 2010 bis 12 aktiv gespielt hat, da war Level 300 so eine magische Grenze für Pilzer. Also für Pilzer. Ja, da war man schon stolz, wenn man das geschafft hat. Und jetzt, würde ich sagen, ist diese Grenze beim Free-to-Play-Spieler angekommen. Und das heißt, in einem Jahr, klar, man hat den Daily Login-Bonus, man hat eben, wie gesagt, auch diese Pilzcodes jetzt auch in der letzten Zeit des Öfteren gehabt. Das ist ja alles okay, das sollen auch gerne die Free-to-Play-Spieler nutzen. Trotzdem, wenn man es vergleichen würde, krass. Deshalb ist es auch schön, dass der Tobi das hier für mich so ein bisschen offenbart. Und sorry nochmal, dass ich dich da erst jetzt vergessen habe, aber ich habe mich an deine Nachricht erinnert. Ne? Also ich hatte sowieso auf dem Schirm, dass wir uns die angucken werden, jetzt in dieser Folge. Und wir haben es gemacht. Das heißt, wir sind durch. Ich hoffe, der Part hat euch natürlich gefallen. Auf E50 bin ich jetzt nicht so, also bei dem Dungeon nicht hinterher. Dazu habe ich die Muße nicht und dazu bin ich auch zu unlucky beim Assassin. Ich habe schon ein paar Runs durch, aber noch keine Waffe bekommen. Wie gesagt, die Gilden im Detail gucken wir uns spätestens an, wenn der Server 6 Monate alt ist. Also nicht vernachlässigen, ja. Jede Gilde hat die Chance, jetzt nochmal rein zu pushen. Und das wäre jetzt einfach auch too much gewesen. Ne? Also Players to Watch, dafür muss man sich ja auch ein bisschen Zeit nehmen. Dann würde ich sagen, ja, genießt die letzten Tage vor Weihnachten. Bin mir sicher, dass ich nochmal ein Video mache. Je nachdem, aber also an Themen mangelt es eigentlich nicht. Es mangelt eher an der Umsetzung. Aber ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde ich mich freuen. Und dann hören wir uns. Haut rein. Macht da tschüss. Servus. Basti.